sagen wir, für den Hands-on-Kurs müssten wir die Binden, die müssen wir aufteilen. Da kriegt jeder einen Sack. Da steht einen ganzen Sack. Wir sind in Reutlingen. Rainer und Anne Klausnitzer sortieren ihr Gepäck für die kommende Reise nach Nepal. Es gibt viel zu tun, denn es sind nur noch wenige Tage bis zur Abreise. Das machen die beiden übrigens schon viele Jahre so. Sie leisten humanitäre Hilfe für die Bergdörfer im Himalaya. Rainer kümmert sich als Arzt um Patientennotfälle, Anne gibt Schulungen in Erster Hilfe. Mit dabei ist dieses Mal auch Claudia Stall, eine Krankenschwester aus Reutlingen, die die beiden tatkräftig unterstützt. Für diesen Film wollen wir das Hilfsteam mit der Kamera begleiten. Uns interessiert, wie leben die Menschen in den entlegenen Bergdörfern? Was sind dort die größten Herausforderungen? Können wir aus dem reichen Deutschland hier etwas Sinnvolles bewirken? Und wenn ja, kommt die Hilfe und Spenden wirklich auch dort an, wo es am dringendsten benötigt wird? Und überhaupt, was treibt die Gruppe um Dr. Klausnitzer an, um so eine beschwerliche Reise auf sich zu nehmen? Ja. Also das wird uns in den nächsten Stunden beschäftigen. Die letzten Tage sind sicher die stressigsten, denn man packt 5 oder 10 Mal um das dann in die Packsäcke zu bekommen. Man darf nichts vergessen, man hat Listen, aber manchmal fällt einem was ein. Also das ist dann schon etwas eng getaktet und man hat eigentlich erst Ruhe, wenn man im Flugzeug sitzt. Zu bestimmten Tageszeiten gibt es fast bis in die hintersten Winkel in Nepal guten Internetkontakt. Das nützen die beiden für intensive Kommunikation mit den einheimischen Helfern vor Ort, auch um die Planung der Reiseroute festzulegen. How are you? Okay, I have got your last mail. Da muss ich sagen, hat uns Internet unglaublich geholfen. Also ohne Internet wäre das gar nicht möglich. Dadurch haben wir eigentlich einen intensiven Kontakt das ganze Jahr über. Und da kriege ich immer Rückinformationen und auch Informationen über problematische Krankheiten, die ich faktisch telemedizinisch dann beratend betreuen kann. Und das hat sich in den letzten Jahren also deutlich verbessert, sodass wir auch relativ zeitnah Patienten in die entsprechende Therapie leiten konnten. Natürlich nur mit Unterstützung von unseren Leuten vor Ort. Das Team unterwegs. Jede Menge Material ist zusammengekommen. Pro Person etwa 40 Kilogramm Gepäck. Dabei ist das wenigste für den eigenen Gebrauch, sondern überwiegend Hilfsgüter zum Transport in die Bergdörfer. Nach mehr als 10-stündigem Flug ist das Ziel nun erreicht. Kathmandu, eine Stadt mit gut 1 Million Einwohnern und die Hauptstadt des Himalaya-Staates Nepal. Wir lotsen uns durch die Passkontrolle. Rainer versucht verzweifelt für sein altes Handy eine einheimische Prepaid-Karte zum Laufen zu bringen. Unser Empfangskomitee steht auch schon bereit. Pema, die Besitzerin des Kathmandu View Hotels, ist eine wichtige Brücke für das Team und immer wieder die erste Anlaufstation, um ins Land zu kommen. Wer jetzt noch vom Flughafen in die Innenstadt kommen will, muss sich durch ein Meer von Motorrädern, Autos und Kleinlastern plagen. Verkehrsampeln sind hier Mangelware, aber vielleicht auch gar nicht notwendig. Denn es wird trotz der extremen Verkehrsdichte sehr rücksichtsvoll gefahren. Kathmandu liegt ungefähr auf 1300 Metern Meereshöhe und hat damit trotz der Tropennähe ein durchaus sehr angenehmes Klima. Diesen Vormittag haben wir etwas Zeit, um uns einzugewöhnen. Wir wollen quer durch die Stadt zu einem Tempel wandern. Wir quälen uns als Fußgänger durch das Verkehrschaos.
Durch den Linksverkehr muss man an den großen Straßen extrem aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt. Wir kommen an eine Brücke. Sie führt über den Fluss, der die Stadt in 2 Hälften teilt. Der Bagmati zeigt uns eins der größten Probleme in Kathmandu: Müll. Überall schwimmen Plastikflaschen, Blechdosen, Fäkalien und liegt anderer Unrat herum. Hier müsste dringend etwas passieren. Auf der anderen Seite des Flusses geht es langsam, aber stetig den Berg hinauf. Auch hier oben am Tempel herrscht vergleichsweise ruhige Umtriebigkeit. Die Religion ist ein sehr wichtiger Bestandteil Nepals. Sie beeinflusst das tägliche Leben und ist Ursprung der traditionellen Kultur des Landes. Rund 80% der Bevölkerung bekennen sich zum Hinduismus, etwa 10% zum Buddhismus und 4% zum Islam. Im Hinduismus gibt es unzählige Götter und Göttinnen. Sie heißen Devas. Hindus glauben, dass jede von ihnen die ganze Weltseele in sich trägt, aber nur eine ihrer Eigenschaften ganz besonders vertritt. Wir sind zurück im Hotel. Unten im Keller werden die Schulungsunterlagen für die Kursteilnehmer kopiert und zusammengestellt. Alle Teilnehmer kriegen das, was wir unterrichten, dann auch nochmal in schriftlicher Form. Ich habe gestern abgefragt, die können alle lesen und die haben alle Englisch gehabt, sodass wir hoffen, wenn sie ihre Notizen noch dazu schreiben in den Workshops, dass sie dann auch mit diesen Ausdrucken noch was anfangen können. Der Schallkopf will nicht, das ist nicht gut. Beim Austesten des Ultraschallgeräts kommt es dann zum Problem. Der Schallkopf funktioniert nicht. Den muss ich wieder in Working bringen, unbedingt. Das Gerät hat 1 Jahr lang im Hotel gestanden. Das hatten wir dort deponiert für den nächsten Einsatz. Und als ich das Gerät in Gang gesetzt hatte, funktionierte es nicht. Ja, mein Lieber, pass mal auf, hier ist der Rainer. Ich bin in Kathmandu. Ja, ich habe aber ein Riesenproblem und vielleicht kannst du mir helfen. Und in letzter Not habe ich dann einen Kollegen und guten Freund angerufen, der Ultraschallspezialist ist und sich mit den Geräten auskennt. Und der hat mich dann beraten und wir haben es dann wirklich hingekriegt, indem wir die Kontakte wieder gesäubert haben und frisch eingesetzt. Und das war eine Entlastung für mich und die Schweißtropfen konnte ich abwischen, denn es funktionierte dann wieder. Aber das war kurz etwas Stress, denn ich brauche das Gerät unbedingt. Mittlerweile hat sich in der Nachbarschaft herumgesprochen, dass ein Arzt im Hotel ist und erste Patienten sind auch schon da. Ja. Ein Junge aus der Nachbarschaft klagt über heftige Ohrenschmerzen. Also, der hat sicher als Kind viele Mittelohrentzündungen gehabt und jetzt läuft immer Eiter aus den Ohren und das Trommelfell ist kaputt. Ich gucke faktisch aufs Innenohr und deshalb hört er schwer. Ja. Anne klärt, ob der Verein die weitere Diagnose und Behandlung bezahlen wird. Ja, aber er muss erst mal diagnostiziert werden. Diagnostik können wir auf jeden Fall bezahlen. Ja. Und wenn Sie sagen, Behandlung können Sie nicht bezahlen, dann sagst du uns bitte Bescheid. Ja? Unser. Der hat eine chronische Mittelohrentzündung gehabt. Das ist unglaublich häufig bei den Kindern. Häufig zwischen 1 und 3 Jahren haben die chronische Entzündung. Wir werden das oben in den Dörfern sehen. Da kann ich in jedes Ohr reingucken. Da haben wir viele gesehen. Und das ist eben dramatisch. Jetzt geht es an die Streckenplanung. Denn morgen startet die Fahrt in die Berge. Wir werden dann in Richtung Everest über Duli Khel, Charikot und dann in die Region, hier ist Lukla, berühmt als Eingangstor für Everest Base Camp Tour. Und unser Gebiet ist rechts davon in Richtung Makalu. Hier ist der Makalu, ja,
Und unser Gebiet liegt hier. Ja. Es ist soweit. Wir starten. Now we start and I show you our team. I'm Denti Sharma from Gudel. Myself Vikas Shrestha. I'm from Kirtipur. I'm Pramika Moharjan from Kirtipur and I'm working with Dr. Rainer's team since the last 4 years. Ich bin Anne Klausnitzer. Wir sind seit 12 Jahren in diesen Projekten unterwegs, sind sehr froh, wieder ein so tolles Team gefunden zu haben. Claudia Stall und ich bin mit im medizinischen Team dabei. Okay, Namaste, ich heiße Pema, ich bin Dr. Rainer, Anne, Claudia und Jos, alle zusammen im Team Rosnase. Die beiden Jeeps sind voll bepackt mit Gepäck. Es kann losgehen. So schwierig es ist, bis ins Zentrum von Kathmandu vorzudringen, so lange braucht man auch wieder heraus. Denn rund um die Hauptstadt hat in den letzten Jahren ein fast unbegrenzter Bauboom stattgefunden. Vor allem auch deshalb, weil es einen ordentlichen Zustrom an Menschen gegeben hat, die vom Land in die Stadt eingewandert sind. Wo das hinführen wird, weiß heute noch niemand. Aktuell gibt es schon echte Probleme mit der Trinkwasserversorgung, dem Müll und natürlich vor allem dem Verkehr. Wir haben den Talkessel von Kathmandu verlassen. Nun geht es am Fluss entlang. Die Flusstäler in Nepal gehören zu den fruchtbarsten Zonen im Land. Hier wird vor allem Reis, Hirse und Gemüse angebaut, das man dann in einer der leckeren Suppen in einem der vielen Straßencafés wiederfindet. Nudelsuppe, das Beste, was es in Nepal überhaupt gibt. Unsere Fahrt geht weiter in Richtung Osten. Immer wieder kommt es an den Straßen zu Erdrutschen, vor allem in der Monsunzeit. Die Reparatur ist dann für lange Zeit nur behelfsmäßig, was den Job für die Fahrer nicht leichter macht. An manchen Stellen ist es dann auch besser, nicht aus dem Fahrzeug zu schauen. Wir kommen an eine Unfallstelle. Hier hat sich ein Kleinbus überschlagen. Leider kommt es bei der schlechten Straßenqualität und enormen Verkehrsdichte immer wieder zu Unfällen. Hier ging es noch einigermaßen glimpflich aus. Pramika klärt, ob wir helfen können. Aber es ist schon alles organisiert und wir können weiterfahren. Es ist so, wir sind glücklich, dass sozusagen der Monsun die Brücke nicht zerstört hat. Denn Erdrutsche haben wir ja endlos gesehen jetzt. Ja. Das ist positiv für uns, sodass wir heute unser Ziel erreichen. Patale. Und wir hoffen, dass wir dann auch einen Blick endlich mal auf die Schneeberge haben. Wir haben das Flusstal verlassen und durchqueren den Ort Okaldunga. Okaldunga ist eine der wenigen größeren Ansiedlungen, die auch ein Hospital haben. Trotzdem, von hier ist es immer noch mehr als eine Tagesreise zu den Menschen in den Bergdörfern. Wir nutzen die Chance, um Sprit nachzufüllen. Danach wird es für die nächsten Tage keine Tankstelle mehr geben. Mit dem letzten Lichtschein erreichen wir die Passhöhe. Eine kalte Nacht wartet auf uns. Aber am anderen Morgen werden wir mit einem grandiosen Fernblick belohnt. Der Himmel ist klar und gibt den Blick frei auf den Berg der Berge. Der Mount Everest, der höchste Gipfel der Erde. Für uns nur noch ein Fingerzeig entfernt. Nach dem Frühstück in 3000 Meter Höhe geht es nun weiter, in Richtung unserer Bergdörfer.
Am Wegesrand immer wieder Tempel, die uns zeigen, dass hier eine andere Kultur beheimatet ist. Jetzt werden auch die Straßen noch einmal zunehmend schlechter. Unsere Jeeps haben Mühe beim Vorankommen. Trotzdem wird überholt, wo es eben geht. In der Abenddämmerung erreichen wir unser erstes Einsatzziel, das Dorf Ceskam. Ist so ein bisschen daheim. Hier haben wir ja eine Woche lang Unterricht gemacht und Sprechstunden und einiges erkennt man wieder, einiges ist neu dazugebaut. Die Straße ist schlechter geworden durch den Monsun. Wir haben länger gebraucht. Aber jetzt sind wir im Hellen angekommen und sehr zufrieden. In der Lodge ist alles schon für uns hergerichtet. Wir schaffen unsere Sachen in die Zimmer. Das Dorf Ceskam liegt übrigens auf gut 2000 Meter Meereshöhe und hat etwa 800 Einwohner. Hier ist so ziemlich der hinterste Punkt im Tal erreicht. Weiter geht es nur noch zu Fuß in Richtung tibetischer Grenze. Ceskam hat eine Grundschule, einen Miniladen und einen Health Post. Dazu aber später mehr. Als wir am anderen Morgen aufstehen, wird uns klar, wir sind in einer anderen Welt gelandet. Es duftet nach fremden Gewürzen, entfernt tönt asiatische Musik aus einem Radio und eine seltsame, aber freundliche Ruhe lässt den Tag beginnen. Wir sind weit weg vom Stress der Großstadt. Immerhin 2 komplette Tagesreisen. Jetzt ist zuerst einmal Frühstück angesagt. In der Küche ist schon Hochbetrieb. Wir bestellen Müsli mit Joghurt, frischen Früchten und dazu einen Cappuccino. Aber das war wohl ein Traum. Denn hier, weit ab in den Bergen, müssen wir uns auf einfachste Kost einstellen. Es gibt Pellkartoffeln aus dem Siko, dazu ein Ei und warmes Wasser, das wir mit Kaffeepulver aufpimpen. Also heute gucken wir uns Patienten an. Teilweise sind das Patienten, die wir nach Okaltunda bzw. nach Kathmandu gebracht haben, wegen der Schwere des Krankheitsbildes. Und dann werden auch neue Patienten wir im Herzpost anschauen und auch schauen, wie funktioniert der Herzpost zurzeit. Sind die Geräte im Einsatz, die wir hierher gebracht haben? Werden sie gepflegt? Sind noch Unterstützungen notwendig, die wir hier organisieren müssen? Deswegen sind wir hier vor Ort, um direkt mit dem Herzpost-Staff das zu besprechen. Bei der Ankunft am Health Post geht es Schlag auf Schlag. Eine junge Mutter mit Kind wartet schon auf unser Team. Das Kind hat eine klaffende Platzwunde und Doc Rainer überlegt, wie er am besten helfen kann. Er ist gefallen, hatte eine Platzwunde, typischerweise für Kinder im Stirnbereich. Aber wir konnten es sauber machen und mit Steristrip versorgen. Das heilt innerhalb von 2-3 Tagen. Anne beginnt auch sofort mit der Organisation des Tagesgeschäfts. Zuerst müssen alle Patienten auf Corona getestet werden. Draußen im Freien haben Claudia und Anne dazu eine Teststation eingerichtet. Wie wir später erfahren, ist fast die ganze ältere Bevölkerung mit einem indischen Vakzin durchgeimpft worden. Wir entdecken keinen einzigen Corona-Positiven. Scheinbar ist Corona hier im Outback auch nicht das wirklich große Problem. Denn wer unter so ärmlichen Bedingungen leben muss, hat zwangsläufig mit anderen Krankheiten zu tun. Krankheiten, die wir in der westlichen Welt schon lange nicht mehr sehen.
Ein neuer Notfall. Eine alte Frau mit einer geschwollenen Hand braucht Hilfe. Sie hat starke Schmerzen. Handschuhe anziehen, weiter bitte. Die Frau hat sich bei der Arbeit im Feld verletzt und die Wunde hat sich aufgrund schlechter Wundversorgung entzündet. Das kommt hier leider sehr häufig vor, da die Menschen wenig Kenntnisse von der Behandlung einfacher Verletzungen haben. Dr. Klausnitzer setzt einen kleinen Schnitt mit dem Skalpell und das Wundwasser kann ablaufen. Die Frau erhält einen Verband und ist sichtlich erleichtert, dass man ihr helfen konnte. Was hätte sie wohl gemacht, wenn wir nicht da gewesen wären? Anne ist enttäuscht. Der Health Post ist in einem katastrophalen Zustand. Überall liegen Medikamente und Utensilien wild durcheinander. Ein echtes Chaos. Es gäbe viel zu tun. Und die dafür zuständige Angestellte fühlt sich wenig angesprochen und scheint auch keinen Überblick zu haben. Man sieht hier deutlich, dass ein Health Post nur dann gut funktioniert, wenn man verantwortungsvolles Personal hat. Dass es aber einen großen Bedarf für eine medizinische Grundversorgung in dieser entlegenen Gegend gibt, sieht man an den vielen Menschen, junge und alte, die hier am Eingang geduldig auf Behandlung warten. Warum aber treibt es einen Arzt immer wieder in diese entlegenen Gebiete, wollen wir von Dr. Klausnitzer erfahren. Was bedeutet ihm diese Arbeit? Also das Positivste ist, dass ich nicht in einer Zwangslage bin der westlichen Medizin und sprich der kompletten Ökonomisierung, sprich DRGs, was alle Kollegen ja sicher kennen, sondern ich fühle mich dort wirklich als Arzt und kann frei entscheiden und auch wirklich den Leuten helfen. Und das ist was unheimlich Befriedigendes. Und deswegen möchte ich das nicht missen, solange ich das noch machen kann. Rainer, Pramika und das Team wollen jetzt eine Familie besuchen, die 2 Kinder mit einer sehr seltenen Stoffwechselstörung hat. Um dorthin zu gelangen, machen wir einen kurzen Fußmarsch in einen tiefer gelegenen Teil von Chescam. Es geht vorbei an Häusern und Feldern, auf denen Frauen mit der Hirseernte beschäftigt sind. Hirse ist eines der Hauptnahrungsmittel hier in der Gegend. Der Anbau geschieht auf Terrassenfeldern. Die Hirsetrauben werden mit einem sichelförmigen Messer geschnitten und dann kopfüber in den Korb am Rücken geschnipst. Dabei wird alles irgendwie verwertet, sogar die Wurzeln werden einzeln ausgegraben. Wir verlassen das nette Ernteteam und steigen weiter hinab. Ein warmer Mittagswind bläst aus dem Tal herauf. Es geht von Hof zu Hof. Zäune gibt es hier keine. Man könnte meinen, das Ganze hier wäre von einem Landschaftsarchitekten angelegt. So harmonisch wirkt es auf uns. Wir sind hierher gelaufen, weil diese Kinder den Weg zum Health Post nicht laufen können. Die schaffen das nicht. Diese 20 Minuten, die wir jetzt gegangen sind. Diese beiden Kinder sind ein Beispiel, wie selbst die Hilfe aus Deutschland, auch hier in Nepal, an ihre Grenzen kommen kann. Mit den beiden wurde in der Hauptstadt Kathmandu ausführliche Diagnostik betrieben, aber die Ursache für das extreme Übergewicht, bei normaler Nahrungsaufnahme übrigens, konnte nicht ermittelt werden. Dafür haben sich aber in Deutschland Menschen gefunden, die den Kindern das Schulgeld bezahlen. Das bringt die beiden in Bewegung und schafft vielleicht ein klein wenig Abhilfe. Gerade als wir uns verabschieden wollen, kommt ein Junge zu uns, der dem Team irgendwie bekannt vorkommt. Er hat eine spektakuläre Geschichte hinter sich. Und aus dem eigenen Dorf kam dann eben per Messenger-Dienst das Bild von dem verunglückten Jungen und ob sie den Hubschrauber organisieren darf, dass er ins Krankenhaus kommt und ob wir die Behandlung übernehmen, die Kosten der Behandlung übernehmen. Selbstverständlich. Und das Wetter war gut genug, dass der Hubschrauber kommen konnte und der Bub ist zügig operiert worden. Es hat alles wunderbar geklappt.
das ist wieder so ein Punkt gewesen, wo viel zusammenspielt. Man hat ein engagiertes Team, man hat die Möglichkeit, die Kosten zu übernehmen, dank der Spenden, die man bekommt. Und die Behandlung ist auch noch erfolgreich. Der Junge hat keine Eltern mehr und lebt heute bei seiner Tante in einem Nebengebäude unter ärmlichen Verhältnissen. Zum Glück hat sich in Deutschland eine Patenfamilie gefunden, die ihn unterstützt. Wir kommen zurück in das Dorf. Hier wird gerade das Tiha-Fest gefeiert. Tiha ist ein wichtiges Brauchtum im hinduistischen Glaubensleben. Es huldigt neben den Göttern auch der Beziehung zu einigen Tieren wie Kühen, Krähen und Hunden. Das wird in der Regel ausgiebig gefeiert. Die Jugend tanzt und für die Männer fließt der Alkohol. Unser Team zieht es aber zurück in den Health Post. Hier warten schon wieder neue Notfälle. Eine Frau mit Augenproblemen wird von Anne versorgt. So, at first I have eye drops, but she must go by jeep or... Rainer kümmert sich zusammen mit Pramika um eine schwangere Frau, die mit Husten und Fieber eingeliefert worden ist. Da sie kurz vor der Geburt steht, wollen die beiden wissen, ob es Mutter und Kind wirklich gut geht. Deswegen machen wir jetzt hier speziellen Ultraschall mit diesem Föta-Doppler. Das ist ein spezielles Gerät. Das ist das Gerät, was ich mitgebracht habe. Das Kind. Very nice. Das klingt schon einmal sehr gut. Jetzt möchte Rainer noch einen Blick mit dem Ultraschall auf die Lage des Kindes werfen. And here you see the heartbeat from the children. You see the head is down. Down, yeah. Yes, in the right position. Yeah. I think so. Der Kopf ist unten, das ist gut. Good. Pramika, was meinst du als Hebamme We are dazu? happy. And you? Yeah, I'm happy. Midwife? Yeah, it's okay. You are. We can wait for a few days more. Yes. If she doesn't Yeah. got labor pain, then I think we need to send her to Bung. Yes, yes. Nach Bung bringen bedeutet übrigens mehrere Stunden mit dem Jeep auf Holperstrecke bergauf und bergab. Eine wahre Zumutung. Jetzt wird es dramatisch. Ein Junge mit einer großen Schwellung am Hals schreit um Hilfe. Dr. Klausnitzer überlegt lange, was er machen kann. Eine Eröffnung des Knotens ist zu riskant, das geht nur unter Narkose. Aber was könnte die Ursache für diesen dicken Knoten sein? Das kommt relativ oft in dieser Gegend vor, weil wir ja hier auch sehr viel Tuberkulose haben. Ja, und diese Halslymphknoten-Einschmelzung, das kann, ich weiß es nicht, kann dadurch bedingt sein, aber es kann auch von Ohr aus kommen. Hier muss Diagnostik gemacht werden und vor allen Dingen entlastet. Der Abszess muss eröffnet werden und eine Mikrobiologie. Aber das können wir hier nicht. Das muss im Hospital gemacht werden. Erst recht bei so kleinem Kind. Auch auf diese Mutter und Kind warten eine beschwerliche Autofahrt. Das nächste Krankenhaus mit entsprechenden Möglichkeiten liegt in Okaldunga, eine ganze Tagesreise entfernt. Siehst du das hier? Hier? Er hat das sicher genauso. Yes, er auch. Yes. Und es geht ohne Pause weiter. Ein Kind mit vielen kleinen roten Pickeln am Bauch und an den Händen ist gekommen. Diagnose: Es hat die Krätze, eine üble, hoch ansteckende Krankheit, ausgelöst durch einen Parasiten. Kleinste Würmer, die unter der Haut des Betroffenen leben und starken Juckreiz auslösen. Durch das Kratzen gelangen die Wurmeier ins Freie und können sich dann auf andere Menschen ausbreiten. So wie man hier sehen kann, der Vater und alle anderen sind auch betroffen. Das ist Kratze. Das ist ganz typisch. Ja, das ist lehrbuchhaft. Ja, hier. Das ist hoch ansteckend. Hoch ansteckend. Ja, ein langer Tag geht zu Ende.
Doc, Rainer und das Team sind sichtlich geschafft. Aber es hat sich gelohnt. Der Health Post hat den Check dringend nötig und vielen Menschen konnte spontan geholfen werden. Und tschüss. Und tschüss. Ja, siehst du, das stimmt schön. Am anderen Morgen geht es nach dem Frühstück auf Tour. Wir müssen nach Gudel, ein Dorf, das gegenüber auf einem benachbarten Berghang liegt. Das schwere Gepäck wurde bereits von 3 Sherpas abgeholt, sodass wir mit leichten Rucksäcken die 800 Höhenmeter runter ins Tal und dann wieder hoch leicht bewältigen können. Das Wandern in diesen Regionen um die 500 bis 3000 Meter Meereshöhe ist ein wahres botanisches Erlebnis. Wo weiter oben karge Flechten dominieren, steigert sich die Vielfalt weiter unten im Tal bis zu Bananen, Bambus und anderen tropischen Gewächsen. Unten im Tal angekommen, gibt es nur einen einzigen Weg nach drüben. Über eine gut 200 Meter lange, in 100 Metern Höhe gebaute Hängebrücke. Allerdings sollte man schon schwindelfrei sein. Rainer flechtet einen Schal über das Brückengeländer. Das soll Glück für die Reise bringen. Das Stahlgeflecht macht übrigens einen stabilen Eindruck, zumal es ja von Schweizer Ingenieuren erstellt worden ist. Früher waren hier Hängebrücken noch aus Bambus. Auf der anderen Seite angekommen, folgt der weniger angenehme Teil des Tracks. Es geht Stufe um Stufe bergauf. Ein Trupp von Maultieren, die Gasflaschen und anderes ins nächste Dorf bringen, zieht vorbei. Das ist übrigens überall so, wo es keine Straßenverbindungen gibt. Wir durchqueren einen Bambushain. Die dicken Pfähle zeugen von der enormen Stabilität, was dieses Holz so nützlich für allerlei Anwendungen macht. Schau mal, da drüben, da müssen wir hoch. Zuerst über die Hängebrücke und dann in den Berghang hinein. Da leben übrigens ganz arme Menschen, denn im Winter ist diese Seite praktisch permanent ohne Sonnenlicht und das macht die Menschen krank. Aber wir ziehen danach noch weiter nach oben, nach Tumao. Da gibt es dann was zu essen. Zeit zum Mittagessen. In einer Hütte gibt es Dal Bhat, das Nationalgericht der Nepalesen. Reis, etwas Gemüse, scharf und eine Art Linsensuppe. Gekocht wird, wie überall hier, über dem Feuer. Nur das Wasser wird mit einem elektrischen Wasserkocher erhitzt. Wir trinken ausschließlich abgekochtes Wasser und essen nur gekochtes Gemüse. Alles andere wäre fatal und würde in kürzester Zeit in einem Darminfekt enden. Vor der Hütte knüpft einer der Dorfbewohner Matten aus Bambusrohrstücken. Eine alte Tradition. Die Matten sind extrem robust und lange haltbar. Was uns schon öfter aufgefallen ist, hier wird noch vieles mit Materialien, die direkt vor Ort verfügbar sind, gelöst. Sicher auch, weil das Heranschaffen externer Baumaterialien für viele nicht bezahlbar ist. Am frühen Abend ist es endlich soweit. Wir erreichen Gudel, unser Dorf, in dem wir die nächsten Tage bleiben wollen. Und es geht auch gleich weiter zum Gasthaus, wo wir schon erwartet werden. Namaste. Das umfangreiche Schulungsmaterial für die Teilnehmer, Ausrüstung für den Health Post, Instrumente, Medikamente, Verbandsmaterial und das persönliche Gepäck wurden von Trägern transportiert. Das Dorf ist nur auf Fußwegen zu erreichen.
Die Träger waren froh, etwas Geld zu verdienen, da der Tourismus in den letzten beiden Pandemiejahren nahezu vollständig zum Erliegen kam. Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, Aufbruch zum Health Post. Dort wartet schon der Leiter der Einrichtung auf uns. Und kaum angekommen, gibt es auch schon eine Überraschung. In der Nacht gab es eine Geburt. Mutter und Kind sind wohlauf. Ganz anders geht es einem älteren Mann. Er hat starke Schmerzen am Rücken, vermutlich eine akute Entzündung. Doc Rainer entschließt sich zu einem sofortigen Eingriff. Mit dem Skalpell wird ein Furunkel eröffnet. Hoffentlich spritzt mir das nicht alles in die Fresse. Eiter quillt heraus. Kaum zu glauben, wie der alte Mann damit so lange leben konnte. In einem Nebengebäude beginnen die Schulungen. Nach einem kurzen Update der Tagesplanung werden alle Teilnehmerinnen des Unterrichts bei Hebamme Pramika und Claudia zunächst auf Covid getestet und wir sind froh, dass sämtliche Ergebnisse negativ sind. Also Schulungen sind eigentlich das primäre Anliegen und Sprechstunden werden immer angeboten, weil in der Regel kein Arzt im Dorf ist. Die Schulungen laufen so ab, dass man zunächst mal die Grundkenntnisse abfragt, zum Beispiel in Hygiene, in Erste Hilfe, in Ernährungslehre, diesen Basics und dann darauf aufbaut Unterrichtseinheiten, was sozusagen an Kenntnissen fehlt. Und das fängt bei Hygiene natürlich bei simplen Sachen an. Wo kommen Krankheiten her? Wie kann ich das vermeiden? Bei der Ernährung genau das Gleiche. Auch ganz simple Sachen, nicht nur abwechslungsreich essen möglichst, sondern auch ausreichend trinken. Genauso die ersten Hilfe-Basics. Was mache ich halt, wenn auf dem Feld ich mich verletze? Was mache ich, wenn ich eine Brandverletzung habe, eine Schnittverletzung? Gar wenn ich irgendwo runterfalle, was oft genug passiert, und eine Fraktur, wie transportiere ich verletzte Leute richtig, damit ich nicht noch mehr kaputt mache? Das sind so die grundsätzlichen Sachen. Dann gibt es immer eine Feedbackrunde am Ende dieser Unterrichtseinheiten. Und wenn wir das nächste Mal kommen, fragen wir als erstes nach, habt ihr damit was anfangen können, mit dem, was wir unterrichtet haben. Und oft kommen dann sehr interessante Rückmeldungen. Also das eine hätten sie probiert und es wäre gut gegangen, bei dem anderen hätten sie noch Fragen. Und das ist ja der Sinn, dass man da aufeinander aufbaut, diese Einheiten, und dann auch herausfindet, wo noch Wissenslücken sind. Ein junger Sherpa hat sich mit Mühe bis in den Health Post geschleppt. Er zeigt uns seine Füße. Die Zehen sind an den Kuppen allesamt schwarz gefärbt. Diagnose: Nekrosen, ausgelöst durch Erfrierungen. Das ist eigentlich totes Gewebe, das der Körper abstoßen will. Der Sherpa erzählt uns von einer Expedition zu einem der 8000er. Es gab einen Wettereinbruch, das Team kam in Lebensgefahr, ein Bergsteiger kam ums Leben. Er überlebte knapp, aber mit Erfrierungen. Der Patient kann jetzt nicht arbeiten. Er war ja Träger auf einer Expedition im Hochgebirge, hat 2 Töchter, die sind 5 und 2 Jahre alt, und eine Frau zu Hause. Und jetzt ist die Anfrage, dass wir finanziell das ein bisschen unterstützen, bis seine Füße wieder so weit geheilt sind, dass er arbeiten gehen kann. Und auch Doc Rainer hat schon seinen nächsten Patienten. Ein Junge aus dem Dorf ist mit seinem Stiefvater gekommen. Er hat an der Wade eine große Hautentzündung, eine Allergie, Bikash übersetzt. Stuck over here and again here it started. Allergy stuck over here and here it has been infected. Ja, das ist ein Infekt. Ja. Jetzt tun wir einfach eine kleine Binde drüber an. Die Wunde ist versorgt. Uns interessiert aber, wie lebt der Junge? Wo ist sein Zuhause? Wir gehen mit.
Stiefvater und Stiefmutter des Jungen sind Bauern, wie viele hier. Sie leben unter einfachsten Verhältnissen, aber scheinen nicht unglücklich zu sein. Ein kleiner, bescheidener Wohlstand sind die 3 Kühe. Sie geben leckere Milch, wie wir später noch sehen werden. Der Anbau von Kardamom ist hier in der Höhe eine durchaus lohnenswerte Angelegenheit. Das Gewürz wird als Knolle geerntet und dann in der Sonne getrocknet. Die Menschen leben hier unter einfachsten Verhältnissen. Der Raum ist knapp. So wird jede auch noch so kleinste Fläche genutzt, um etwas anzubauen, das zur Ernährung beitragen kann. Ein wichtiger Baustoff ist Holz, das für Pfähle, Dächer und als Brennstoff eingesetzt wird. Der Stiefvater nimmt uns mit in seine Hütte. Hier in Nepal ist es oft so, dass nur ein einziger Raum für das Kochen, Wohnen und Schlafen zur Verfügung steht. In der Mitte der Hütte ist dann auch die Feuerstelle. Da wird gekocht. Und zwar am offenen Feuer, ohne Kamin. Rauch verbreitet sich im ganzen Haus, das Atmen fällt schwer. Das ist sicherlich auch der Grund, warum so viele Nepalis Augenprobleme haben. Jetzt ist es soweit. Wir dürfen von der Milch probieren, die die Kuh draußen im Stall gibt. Wir nehmen nur einen kleinen Schluck, aus Vorsicht. Sie schmeckt überraschend gut. Wir sind zurück am Health Post. Hier findet gerade die Augensprechstunde statt. Wir haben wieder viele Lesebrillen gespendet bekommen und es ist ein großes Problem bei den meisten, wenn sie ein bisschen älter werden oder wenn sie diese Augenentzündung haben, dass sie schlechter sehen. Und man braucht meistens ganz schwache Lesebrillen, zwischen 1,5, 1, manchmal 2. Und jetzt ist sogenannter Eye-Check-up. Wir werden also schauen, wer von denen mit einer Brille gut versorgt werden kann. Alles, was mit der Ferne zu tun hat, was genauer ausgemessen werden muss, machen wir nicht. Die Leute schicken wir zum Augenarzt. Aber auch gegen die Bindehautentzündung kann man gut Augentropfen geben. Da haben wir reichlich dabei. Ja, ich denke, heute haben wir 20 Sonnenbrillen und ich denke auch so 25 Lesebrillen an den Mann gebracht, an die Frau gebracht. Ui. Wir machen eine Pause, denn jetzt geht es an die Verteilung der Stricksachen. Die Stricksachen kommen vom Strickkreis aus Engstingen und Omenhausen. Das sind ältere Damen, die einmal zu unseren Vorträgen gekommen sind und seither immer wieder für unsere Kinder in Nepal etwas stricken. Man sieht, das kommt gut an. Ein langer Tag und auch eine lange Reise gehen zu Ende. Auch dieses Mal gab es wieder viel zu tun für das Team rund um Anne und Rainer Klausnitzer. Und ja, wir haben gesehen, die Hilfe kommt an, direkt bei den Menschen vor Ort. Spontan als Hilfe im Notfall oder auch nachhaltig in Form der ausführlichen Schulungen.
Das darf gerne so weitergehen. Thanks, Nimdao Foundation. Dr. Rainer und Team, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und so gute Arbeit geleistet haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns auch in Zukunft unterstützen und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Also wir sind ja nach wie vor in engem Kontakt mit unseren Partnern in Nepal und wir haben jetzt schon wieder Anfragen gekriegt, dass wir ein weiteres Dorf besuchen sollen, was auch dringlich eigentlich Hilfe bedarf. Und ich denke, solange wir noch gute Beziehungen und Bedingungen haben, würden wir das versuchen fortzuführen. Und vor allen Dingen vielleicht auch mit jungen Teamteilnehmern, um das in die nächste Generation zu tragen. Let's go! Hey,